Vor meiner Zeit beim Herrenknecht habe ich mit dem Thema Tunnelbau nichts zu tun gehabt. Was mich in diesem Bereich sehr begeistert, ist die Größe, die Dimension. Jedes Mal, wenn ich ins Werk reinlaufe und eine große TBM sehe, dann schaut man immer erstmal kurz, was für gigantische Masten das sind. Es gibt Kleinmaschinen und dann gibt es große Maschinen und dann gibt es Herrenknecht. Von klein auf war schon immer klar, ich gehöre nach draußen. Ob es schneit, regnet, ob die Sonne scheint, wir waren immer draußen. Also, ich bin Jan. Soll ich das jetzt erzählen? Ja, klar. Okay. Zu meiner Aufgabe gehört, die Separationsanlagen nach Zeichnung aufzubauen. Also die Separationsanlagen, die recyceln das Wasser, was vorne am Bohrkopf rausgefördert wird. Das Frischwasser kann dann wieder vorne frisch benutzt werden, einfach um Wasser und Ressourcen zu sparen. Ich habe gerade nur die Riemen fertig gespannt und den Deckel drauf gemacht. Ich würde aber noch mal ganz kurz die Drehrichtung mit einem Elektriker machen. Weil da muss einer drehen und der andere macht Sichtkontrolle. Ali, können wir kurz Drehrichtung machen? Nein? Elektriker wieder viel zu tun. Seiler, können wir kurz Drehrichtungstest machen? Ja, klar. Es gibt immer wieder irgendein neues, sagen wir mal, Feuer, wo gelöscht werden muss. Das ist einfach der Job vom Werksmeister. Das gehört dazu, sich um seine Leute zu kümmern. Passt! Ah, scheiße, ich habe was vergessen. Ich freue mich erst, wenn die Kiste läuft. Ich bin durch meine Frau nach La gekommen. Da hat leider Corona angefangen. Ich hatte keine Alternativen, habe ich gedacht, okay, suche ich mir lieber eine Leasingfirma, anstatt einfach die Zeit zu verschwenden. Mein Vorgesetzter hat direkt mein Potenzial gesehen. Kurz darauf habe ich Festeinstellung bekommen. Die Mechanik ist sehr umfangreich. Und da mich die anderen Themen wie Hydraulik, Schweißen, die Schlossertechniken sehr interessiert, habe ich da auch Schulungen bekommen. Servus. Alles gut? Kannst du mir kurz helfen? Ja, klar. Deswegen gehört es zu meinem Ablauf auch manchmal Dinge, zum Beispiel Rohre anpassen, ein paar Dinge, Halter, Hefter zu verschweißen. Das ist mein Ziel, dass ich dann von allem alles kann. Sehr gut. Vielen Dank für deine Unterstützung. Kein Problem. Wenn was ist, komm wieder. Mach ich gerne. Dankeschön. Bei meiner Arbeit liebe ich am meisten, dass ich was mit meinen Händen erschaffe. Jan, Ja? hast 2 Bügel vergessen vorne. Da oben muss er doch durch, oder? Und dann rechts Ja. ums Eck. Ich habe die von oben gesucht. Wo sind die 2 Bügel? Passiert. Ich will den Jungs ja nicht die Lernkurve nehmen. So wie jetzt beim Jan, lassen wir ihn einmal falsch anschließen. Dann merkt das und beim zweiten Mal macht das von Anfang an richtig. Mein Highlight ist den Aufbau des Prototyps. Das Besondere ist, dass in der Maschine so ziemlich mein Charakter drin ist, weil die Konstruktion hat feste Maße vorgegeben. Aber für ein paar Dinge haben sie uns Spielraum gegeben. Und dann habe ich gesagt, ich will das hier so haben, ich will das hier so haben. Und nachdem sie fertig war, habe ich dann den Projektleiter gefragt, ob ich die Maschine dann beim Kunden aufbauen darf. Der hat gesagt, das ist gar kein Problem, hat alles organisiert. So, wir sind hier in Frankreich. Die Maschine hat in Deutschland funktioniert, wo ich sie aufgebaut habe. Ich denke, gucken wir mal, ob sie hier funktioniert. Läuft! Jawohl! Dann war ich schon sehr stolz, dass es funktioniert hat. Den Fortschritt an der Maschine und an mir selber zu sehen. Meine Abteilung sehe ich auch ein bisschen als Familie. Das ist so ein Team. Deswegen fühle ich mich hier so wohl. Und das ist ja das Tolle an unserer Firma. Wenn wir unsere Köpfe zusammenstrecken, schaffen wir alles hier drin.